Er sieht so unscheinbar aus. So schlicht ist er geworden, ja, und so wunderschön. Er hat noch nicht mal mehr Busspiegel an der Seite, denn hier ist die neueste Technik verbaut. Ein Actros Concorde, 10,90 Meter mit fast 5 Tonnen Zuladung. Ich grüße dich, Markus Engelhardt. Du fährst dieses Fahrzeug im Moment zur Probe und bist total begeistert. Ja, es ist wirklich fantastisch, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Wir haben unseren beliebten Liner, den wir auf Atego hatten, auf den Actros gestellt und haben das ganz bewusst getan, weil wir dort eben im Bereich der Assistenzsysteme, die dort der Mercedes bietet, nochmal eine ganz neue Liga aufgestoßen sind. Ja, wir werden gleich mal sehen, da vorne sind ganz viele Bildschirme mit drin, die es einem erlauben, praktisch so ähnlich wie Star Trek das Fahrzeug perfekt zu bedienen, denn es gibt keine klassischen Spiegel mehr. Das Fahrzeug ist unglaublich sparsam. Also du hast mir berichtet, man kann das Auto wirklich deutlich unter 20 Liter fahren. Deutlich unter 20 Liter. Also wenn man das vergleicht, wie man mit anderen Fahrzeugen unterwegs ist oder wie man es auch vom Atego kennt, man würde ja glauben, 10,7 Liter Motor mit 400 PS und 1900 Newtonmeter müsste jetzt irgendwie auch mehr verbrauchen. 1900? Das ist unglaublich, ne? Also es fährt sich so entspannt und so lässig, weil ja im Grunde normalerweise 40 Tonnen damit bewegt werden, dass das Auto mit unter 17 Liter zu bewegen ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn gerade im Nutzfahrzeugbereich zählt jeder Cent Effizienz, gerade Kraftstoff, dann auch noch vorausschauendes Fahren. Ich habe gehört, da ist eine Software drin, die kann einiges, oder? Ja, da ist ein GPS-geführter Tempomat drin, der eben die Topografie mit berücksichtigt. Man kann da die Parameter einstellen. Das ist eben das, was ich tatsächlich selber gerade erprobe und erfahre. Und man kann dort sagen, es darf minus 3,4 km/h zu dem eingestellten Wert und plus 2,3 sein, damit man natürlich auch innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten der Geschwindigkeitsbeschränkung bleibt. Ach so, damit man nicht zum Ziel wird, weil die fahren, glaube ich, alle Tacho 87 oder sowas. Ja. Genau, die sind alle ein bisschen schneller, aber wenn man das genauso einstellt, wie die LKWs das auch gemacht haben, dann ist es tatsächlich so, dass das Auto kurz vorm Ende des Berges Gas rausnimmt und man denkt sich, was ist das denn für ein Quatsch? Aber der weiß ja, dass danach auch wieder runtergeht und da holt er sich dann, ohne dass er praktisch eigenen Sprit verbraucht, die Energie wieder zurück. Das ist stark. Sehr intelligentes System. Darf ich Wirklich intelligentes System, ja. Ich darf mal kurz erwähnen, weißt du, dass die meisten ICEs, wenn sie fahren, ja, kaum Strom verbrauchen? Weißt du warum? Die speisen den Strom während der Fahrt auf der Gefällstrecke wieder zurück ins Netz. Und die wissen eine bestimmte Geschwindigkeit, also das ist alles computergesteuert. Der ganze ICE fährt quasi die Strecke vollautomatisch und das hat man jetzt übertragen quasi auf ein Fahrzeug, was ja ähnlich wie ein Zug unterwegs ist, Stück für Stück mit allem drum und dran. Ist er leise? Er ist super leise. Es ist nochmal hier, also von der Dämmung sowieso schon bei uns eben etwas mehr als bei manch anderem. Und durch diesen 10,7 Liter Motor aus dem Actros ist eben das Drehzahlniveau mit dem 12-Gang-Getriebe nochmal ein bisschen herabgesetzt, sodass es also sich nochmal leiser fährt als ein entsprechendes Vergleichsfahrzeug auf anderer Basis. Das Riesenplus bei Mercedes-Benz ist natürlich das Servicenetz. Das ist das A und O. Der Atego war schon nicht schlecht, aber das ist ja ein Nahverkehrsfahrzeug, der Atego. Hier hat man ein Fernverkehrsfahrzeug, ein richtiger LKW drunter. Jetzt ist es aber so, das Führerhaus ist ja nicht abkippbar. Ist das ein Problem in der Praxis? Nee, es ist kein Problem, wenn man es richtig macht. Also es gibt dort Mercedes-Aufbaurichtlinien, die uns da vorgegeben sind. Das Fahrzeug und jedes Fahrzeug bei uns, also nicht jedes einzelne, sondern jeder Typ und jede Aufbauart wird von Mercedes entsprechend freigegeben. Und die geben uns und schreiben uns eben vor, wie viel oder wo muss eine Öffnung sein, wie muss man da rankommen und wie kann das erreichbar sein. Und wenn man sich da explizit dran hält, dann kriegen die auch im Problemfall genau die Teile so ausgebaut, wie sie sich das vorgestellt haben. Der hat einen Slideout jetzt? Der hat keinen Slideout. Ja, der hat bewusst keinen Slideout. Ja. Warum? Ich frage noch. Warum? Weil wir in der Centurion-Klasse den Slideout anbieten und wir hier beim Liner ohne Slideout unterwegs sind. Und das ist einfach bei uns die Unterscheidung, wie wir die Typen einteilen. Wir haben hier ganz schön eigentlich in der Messehalle die Situation, die man draußen hat. Wir haben hier eine Lüftung, die läuft. Es ist sehr laut. Man muss sehr laut reden, obwohl das gar nicht so den Anschein macht, wenn wir gleich reingehen. Wir haben Echtglasfenster hier drin. Ja. Wir haben eine, Isolierung oder eine Dämmung drin, die sowohl Wärme als auch Schall nach außen bringt. Das heißt, ich könnte hiermit auch auf einer Rennstrecke stehen und könnte 24-Stunden-Rennen machen und kriege nicht sofort alles mit, oder? Ja, da will man ja ein bisschen was mitkriegen. Aber du hast es richtig gesagt, die Glasfenster machen hier einen erheblichen Anteil aus, weil die Dämmung der Seitenwand, die ist im Grunde genommen sehr, sehr gut schalldicht und auch durch die Masse, die verbaut ist, entsprechend ordentlich gedämmt. Und man merkt den Unterschied zwischen den Glasfenstern und den Kunststofffenstern in der Geräuschentwicklung deutlich.
wenn man da zwei unterschiedliche Fahrzeuge hat. Ja, jetzt sieht man hier was ganz Tolles. Ist das hier ein Schlitten, der einfährt? Das ist kein Schlitten, der reinfährt. Das Auto wird über Rampe reingezogen. Ja. So, aber schau mal hier, die Heckmaske, die ihr entwickelt habt, ich habe die so noch selten gesehen. Ja. Das ist sehr funktionell, denn man braucht zum Beispiel, wenn man hier nur Fahrräder oder irgendwas Kurzes drin hat, ja, kann man sich sehr eng stellen. Und klar, beim Auto geht es natürlich nicht, das muss ich noch rausfahren, aber das hat noch mehr Vorteile, oder? Das war genau das Ansinnen, als wir gedacht haben, wir müssen die Klappe hinten nicht nur schwenkbar nach hinten machen, die es auch durchaus gibt, weil einige die auch gerne nutzen, um dann eben im Regen da drunter zu sitzen oder ähnliches. Aber je größer das Fahrzeug wird, desto weniger Fläche habe ich natürlich auf den Stellplätzen davor und dahinter. Und wenn ich jetzt hier ein 10 Meter oder 11 Meter Fahrzeug habe und mich dann ganz eng hinten ranrangiere, sodass ich da auch keinem auf die Nerven gehe, weil ich vorne wieder irgendwo überhänge, dann muss ich natürlich trotzdem an meine Räder und alles kommen. Und wenn dann die Klappe hinten aufgeht und ich damit keinen Platz verliere und ich dann 20 Zentimeter habe, die mir reichen, um Räder rauszuladen oder anderes, dann ist das ein echter Vorteil. Ja, hier hat man ja eine Besonderheit. Wir haben ja ein Mini drin. Üblicherweise braucht man dafür 2 Achsen bei vielen Anbietern. Ihr habt es auf einer Achse geschafft, habt trotzdem 5 Tonnen Zuladung. Da geht der Mini wahrscheinlich noch von ab, oder? Das heißt 1,5 Tonnen noch runter? Genau, 1,5 Tonnen noch runter und dann hat man aber trotzdem noch genügend Zuladung. 3,5 Tonnen. Ja, du hast es eben gesagt. Ich habe das Fahrzeug gerade im Test und ich habe ihn voll ausgeladen, also das Fahrzeug drin. Ich habe einen Fiat 500 reingezogen, elektrisch, also der hat auch 1400 Kilo. Wir haben 400 Liter Frischwasser. Ich habe auch alles eingepackt, was man so für ein gutes Wochenende braucht. Also eine Kiste Bier, ein paar Flaschen Wein, eine Kiste Wasser und Gepäck. Und habe dann tatsächlich das Fahrzeug mit 15,2 Tonnen auf der Waage gehabt, sodass also wir dann so viel Kleidung gar nicht mehr zusätzlich noch mitnehmen könnten. Also du hast hier auf jeden Fall die Reserve für die zusätzliche Kiste Wein, die du im Urlaub kaufst. Ja, ihr baut nach wie vor noch auf Mastervolt auf. Das ist natürlich eine komplexe Technik, muss man sagen, die muss man beherrschen können. Ihr habt die Spezialisten dafür, sie ist aber komplett skalierbar bis zum geht nicht mehr. Also das ist unvorstellbar, was man da machen kann. Genau, das ist der Vorteil des Systems, dass es eben alles aus einer Hand kommt, dass wir dort auch eben diese Synergien nutzen können in der Stromversorgung. Zu sagen, wir machen auch Netzmangelausgleich, während der Wechselrichter läuft. Wenn der Campingplatz nur 3, 4, 5 Ampere Absicherung hat, kann ich hier trotzdem im Innenraum alles benutzen, was ich brauche, weil das System mit seiner Intelligenz dafür sorgt, dass es dann zu den Zeiten, wo keine Abnehmer da sind, zum Beispiel nachts, einfach die Batterien wieder auflädt. Ja, Thema Service ist das große Thema. Ich bin unterwegs, habe den Service von Mercedes-Benz, der ist weltweit, Mastervolt identisch weltweit. Ihr habt aber auch einen Versandservice, ihr habt eine Hotline, wenn mal irgendwas sein sollte, Ersatzteile, ich meine, es geht ja immer das kaputt, was man gerade nicht dabei hat. Ja. Das ist ein Haus auf Rädern, da kann immer mal irgendwas sein. Da kann immer was passieren, na klar. Und du hast es gesagt, wir versenden natürlich sehr schnell und wir versenden auch. Wir haben aber auch eine Hotline, wo tatsächlich der Kunde, wenn er ein Fahrzeug erworben hat, anrufen kann und seine Frage platzieren kann. Oftmals ist es eben ein Bedienungsfehler oder eben nur eine Kleinigkeit und Frust entsteht meist ja nur, wenn nicht geholfen wird. Und niemand ist ärgerlich darüber, wenn mal was passiert und das hat ja auch meist einen Grund und vielleicht ist man auch mal selber schuld. Richtig gut wird es dann, wenn einem schnell geholfen wird und man das Problem auch mit Eigenmitteln oder mit sogar vielleicht Bordmitteln, die man noch gar nicht gefunden hat, weil wir sie beilegen, dann entsprechend auch beheben kann. Ja, ihr habt die Elektrik immer so ausgelegt, als wäre es gerade ein aktuelles Meisterstück. Ja. Das Besondere ist, ihr presst zum Beispiel irgendwelche Elektrokabel mit dem exakt dafür vorgesehenen Anpressdruck. Und das ist eben nicht eine kleine Zange, sondern das sind einige Tonnen Druck, die da drauf kommen. Das muss alles perfekt sein. Das heißt, es dürfen keine, also da sind Ströme drauf. Wie geht das? Also ihr müsst immer perfekt arbeiten. Ja, also ich meine, die Erwartungshaltung hat natürlich an jeder, dass immer überall perfekt gearbeitet wird. Und es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass das bei anderen Marken anders wäre, dass die nicht auch versuchen, perfekt zu arbeiten. Im Grunde ist es so, dass wir natürlich das Fahrzeug von der Bauart so aufgeteilt haben, dass wir Bereiche haben, wo wir überall natürlich ausgebildetes Personal haben, aber es gibt Bereiche, wo wir nur Facharbeiter dran haben, die dann explizit auch Sonderschulung haben, zum Beispiel um im Hochvoltbereich oder im Bereich der 12-Volt-Technik eben solche Kabel auch verpressen zu dürfen. So, wir gehen mal rein. Das Fahrzeug ist schwer umlagert, denn ihr habt alle Fachhändler von euch natürlich hier aus ganz Europa, die stellen dieses Fahrzeug gerade vor. Du hättest es letztes Jahr vorstellen können. Klär mich auf, was war? Ja, ich hätte es letztes Jahr vorstellen können und das wäre mir auch ein Anliegen gewesen, das zu tun. Leider hat uns da Mercedes einen Strich durch die Rechnung gehabt. Die haben uns relativ frühzeitig informiert, dass die Fahrgestelle nicht lieferbar sind.
Und da haben wir gesagt, das bringt uns irgendwo nicht nach vorne, wenn wir da den Kunden verärgern in dem Punkt, dass wir irgendetwas hier tun, wo er dann länger als 24 Monate darauf warten muss. Und jetzt? Jetzt ist es so, dass die Situation bei Mercedes tatsächlich immer noch angespannt ist, angespannter als bei anderen Marken. Aber wir so viele Fahrzeuge im Vorlauf haben, dass wir lieferfähig sind. Guck mal auf das Grinsen. Ja, Wir haben keinen mir gefällt er Slideout. auch. Wir haben keinen Slideout. Und jetzt ist was ganz Besonderes. Habe ich gehabt. Ich muss mal ein Konkurrenzprodukt nennen aus einer ganz anderen Klasse. Carver Affinity, ja, hat eine durchgehende Optik mit drin, ja, die sehr aufwendig zu fertigen ist, ja, weil das Ganze muss so stimmig sein, dass es von vorn nach hinten einfach gut passt. Wir haben hier ein Hubbett drin, dass er den Platz nochmal wirklich optisch stark verkleinert. Trotzdem, wir haben keinen Slideout. Hast du das Gefühl, hier ist eng? Überhaupt nicht. Deswegen, also ich habe mir dann auch gesagt, ja okay, also vorhin, als ich dich gefragt habe, ja warum macht man das nicht, weil eigentlich ist es ja super, wenn man dann mehr Platz hat, aber das braucht man hier einfach nicht. Ist alles drin und hat genug Platz. Ginge ein Slideout. In dem hier? Im Liner nicht. Im Liner nicht. Okay, ihr habt andere Modelle, da geht Wir das? haben andere Modelle mit Slideout, genau, und das ist auch genau die Differenzierung einfach der Fahrzeugklasse. Ich muss sagen, ich habe eben gesehen, 600.000 X, was das Fahrzeug kostet, der ist natürlich schon extrem schön ausgestattet, ja. Ist das hier so ein Fahrzeug, was viele bestellen würden? Oder gab es Kunden, die sagen, ich nehme den gerade so, wie er steht? Die gibt's ja. Na klar gibt's die. Ihr habt jetzt wieder Folgendes gemacht. Ihr habt Schiffsbodenoptik hier drin. Das Ganze sieht auch aus von den Klappen wie ein Schiff. Ist hier schon, ich sag mal, die Schifffahrt ist hier der Pate gewesen, so ein kleines bisschen? Ein kleines bisschen schon. Also schon allein bei manchen Schlössern, die wir verwenden, wie zum Beispiel bei dem Motordeckel, wenn du da unten mal drauf schaust, ist es eben tatsächlich so, dass sie aus dem Yachtbereich kommen und dann bietet sich natürlich der Schiffsdeck auch an. Und was sich dort bewährt hat, das kann natürlich für uns auch, und jeder weiß, dass es bei Produkten, die Salzwasser geeignet sind, eben auch im Reisemobil nichts passieren kann. So, sag mal so lieb, Markus, du kennst das Fahrzeug, setz dich doch ruhig mal hin. Ich würde normalerweise die Simone da platzieren, aber du hast weder einen Führerschein noch irgendwas anderes. Das ist das neue Cockpit. Da dürft ihr nicht so viel ändern, muss man sagen. Denn die Fahrerassistenzsysteme, da gibt es im Aufbaubuch von Mercedes-Benz viele Restriktionen. Trotzdem habt ihr es gut gemacht, oder? Genau, also wir haben hier einmal die Instrumententafel original von Mercedes Actros verbaut. Und an ein paar Stellen nochmal eben diese Zusatzmonitore adaptiert. Das, wo wir uns selber wieder sehr viel Mühe gegeben haben und wo wir auch den eigenen Chassisbau eben tatsächlich für benutzt haben oder eben auch brauchen und dort diese Energien rausziehen, ist, dass wir natürlich das Fahrerhaus angepasst haben, hier den Bereich angehoben haben. Und die Sitzposition nach vorne geschoben haben. Du wolltest es wirklich wissen, oder? Hier beim Actros, weil das sind alles Sachen, es sieht aus wie Erstausrüsterqualität, als wäre es so bei Mercedes, aber es ist alles anders. Ihr habt das komplett versetzt? Nein, wir haben das komplett versetzt, wir haben das hochgesetzt, wir haben das nach vorne gesetzt, wir haben die Lenksäule hier entsprechend geändert. Wir haben sie übrigens so geändert, dass die Position, in der man das Lenkrad verstellen kann, wir haben jetzt leider keinen Schlüssel, ich kann es dir nicht zeigen, genau so ist, wie sie im Originalfahrzeug ist. Das heißt, unser Lenkrad geht auch exakt genauso weit hoch und der Lenkrad geht exakt genauso weit nach vorne, was uns extrem wichtig ist, um hier den Stuhl auch sauber drehen zu können. Und auch da machen einige Wettbewerber es eben anders und adaptieren dort nicht so viele Teile und haben dann hier eine Einschränkung in dem Bereich, die wir halt einfach wirklich hier eliminieren wollten. Weil wenn du dir anschaust, dass du hier natürlich super sitzen kannst und ganz bequem unterwegs bist, wenn jetzt das Lenkrad hier weiter in deinen Bereich reinstehen würde, hättest du diese Luftigkeit gar nicht. Ja, was extrem ist im Moment, ist diese Anpassung, ich nenne es mal Erstausrüsterqualität. Also ich habe zuletzt mit einem gesprochen, der hat einen Sprinter ausgebaut, der stand bei Mercedes-Benz auf dem Stand. Die haben gesagt, das ist original, da war das M-Bug sogar verbaut. Also vielleicht hast du das sogar schon im Hinterkopf, sage ich jetzt mal. Denn Mercedes-Benz bietet ja Rechner an, wo du alles miteinander verbinden kannst. Vielleicht hier nicht so sinnvoll, aber... Wir haben jetzt hier tatsächlich das Classic-Cockpit drin. Ja. Das ist auch so ein Verfügbarkeitsthema von Mercedes. Wir haben es im Liner extra auch mit angeboten, weil es hier eben so ist, dass der Liner ja auch auf dem Attego bei uns angeboten wird, was ein sehr, sehr beliebtes Produkt ist. Und wenn man jetzt dort eine Veränderung wünscht und sagt, ich möchte jetzt da hier zusätzlich noch Assistenzsysteme haben, dann ist es eben von uns so, dass wir gesagt haben, dort ist es so, du kommst von 299 PS ohne Assistenzsysteme aus dem Attego, dann kannst du hier sehr gut auf 400 PS im Actros mit einem Abstandsregeltempomat wechseln. Und dann gibt es noch Optionen, wie tatsächlich das voll digitale Cockpit, was der Actros hat, was wir hier als Zusatzoption in der Preisliste haben, während die beim Centurion bei uns in der Serie sind.
Ganz ehrlich, es gibt Schlimmeres. Also wenn ich das Auto hier als Gesamtensemble sehe, was ihr hier geschaffen habt, das ist wirklich unglaublich. Also gerade die Adaption des Cockpits in den Innenraum, es ist nicht zu viel Bling-Bling. Also es ist ja ein schmaler Grat, sage ich mal. Das Also ist bewusst so gemacht. Wer das haben möchte, der bekommt das bei uns. Aber es gibt eben auch Kunden, die sagen, ich hätte gerne klassische Rundinstrumente und mir reicht das, wenn das ein Abstandsregeltempomat ist. Und am Ende des Tages sind wir, da hast du ja richtig gesagt, auf sehr, sehr hohem Niveau unterwegs. ist es Vollluftleder hier? Na klar. Okay, also Vollluftleder bedeutet, ihr könnt auch wahrscheinlich Haushaltskühlschränke einbauen, ihr könntet sogar wahrscheinlich Haushaltsklimaanlagen einbauen. Theoretisch, habt ihr das gemacht? Nee. Wir haben das im Test, ja. Ja, im Test. Wir haben das in der 1200er Klasse. Wenn du da also rübergehst, haben wir das tatsächlich dort verbaut. Da kann man natürlich auch nochmal vielleicht einfach nur die Küchenzeile anschauen. Da sieht man nochmal, was möglich ist. Wie hast du das geschafft? Ich meine, es sind ja nur wenige Zentimeter. 2,42 Meter hat, glaube ich, der Charisma. Der hier wird wahrscheinlich bei 2,50 werden. Aber 2,50 bei. Aber der Innenraum, warum wirkt der so viel größer als im Charisma? Also ich kann es dir nicht erklären, warum es so wirkt. Ich habe keine Ahnung, der ist cool. Nein, es ist tatsächlich so, aber das Gefühl hatte ich früher schon, als ich aus einem 2,30 Meter Wohnwagen in einen 2,40 Meter Wohnwagen gestiegen bin und habe dann gedacht, das kann doch nicht sein, dass das nur 10 Zentimeter sind. Und genau den gleichen Effekt hast du ja auch von 2,40 Meter auf 2,50 Meter nochmal. Boah, das ist krass. Weil Thema Slideout, die Leute müssen das erleben, die müssen reingehen. Ich meine, der Slideout sind meistens so um die 30, 40, 50 Zentimeter. Ja, oder so noch 50 bis 60 Zentimeter, 50 Zentimeter. Ausfährt. Das ist schon, also natürlich merkst du auch dort nochmal den deutlichen Platzgewinn, und es ist auch jedes Mal wieder beeindruckend, wenn ich in so einem Fahrzeug drin bin. Es kommt so ein bisschen auf den Reisetyp an. Ne? Also ich bin selber so, dass ich gerne 2-3 Tage an einer Stelle stehe, oftmals auch gerne autark, oftmals vielleicht auch ein bisschen unauffälliger, sofern das mit so einem Fahrzeug überhaupt möglich ist, und dann gleich wieder weiterfahre. Und die Kollegen, die eben Slideout haben, die fahren tatsächlich vielleicht auf eine Rennstrecke, stehen dort ein ganzes Wochenende, bewirten dort vielleicht noch mehr Personen und brauchen diesen Platz oder diese Ruhe oder stehen oder überwintern irgendwo. Und die Menschen, die vielleicht spontaner, schneller abbrechen, aufbrechen, umparken, die vielleicht auch umtriebiger sind, die nehmen halt ein Fahrzeug ohne Slideout. Ihr habt euch unglaublich entwickelt, muss ich sagen. Also nicht, dass ihr irgendwie mal schlecht wart oder irgendwas, aber ich meine, wir sind ja jetzt auf einer Basis, auf einem Niveau. Ihr seid ja Serienhersteller. Wir sind ja jetzt nicht wie Herr Volkner, der also jedes Fahrzeug einzeln anpackt mit allem drum und dran, sondern ihr baut das ja hier Station für Station in relativ kurzer Zeit. Wie lange ist man denn dran an so einem Auto hier? Das dauert schon ein paar Tage. Wir arbeiten hier im 4-Stunden-Takt und haben natürlich die unterschiedlichsten Gewerke. Und 8 Wochen, 12 Wochen? Ja, ungefähr. Aber trotzdem, ich meine, wenn viele, die 5 Fahrzeuge im Jahr bauen, Concorde liegt da bei einigen 100, das ist schon unglaublich. Und ich glaube, ihr baut mal den, ihr könnt da wirklich unglaublich stark mischen. Oder gibt es da verschiedene Bänder? Nee, wir haben nur ein Band. Wir haben nochmal eine Centurion-Linie, wo also praktisch Manufakturthemen in einem Extrabereich gemacht werden, weil dort, ich sag mal, die Sonderwünsche nach oben skalierbar sind. Aber ein klassisches Fahrzeug besteht im Grunde genommen immer aus verschiedensten Teilen, die sich oftmals auch ähneln. Und wenn man das vernünftig plant, dann kann man das auch in einem bunten Mix fahren. Wow. Ja, Preissteigerungen, merken die Kunden dass alles ein bisschen teurer geworden ist bei euch auch im EK? Ihr müsst das ja weiterleiten, ja? Genau, wir müssen es weiterleiten, aber die Kunden merken das eben nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Wettbewerbern und im ganz normalen alltäglichen Leben bei jedem Produkt. Und insofern ist diese Diskussion zwar schmerzlich, aber jetzt nicht so, dass wir uns da erklären müssten, weil es ist eher verständlich. Und wenn man dann schaut, was jetzt manches Produkt, was wir verwenden, wie zum Beispiel Aluminium im Preis, dann ausmacht und wie volatil da der Markt ist, dann ist es doch eher so, dass unsere Preissteigerungen auch eher moderat sind. Markus, mal eine kurze, ehrliche Frage. Ja, ihr habt jetzt Tel Air hier drin. Die sind sehr, sehr gut, die sind sehr leise. Ihr hattet vorher immer andere Produkte drin. Ja, jetzt kann das sein, dass ihr die auch mal ausgetauscht habt, während die anderen vielleicht nicht verfügbar waren und jetzt auch ein bisschen auf den Geschmack gekommen seid? Nee, wir hatten schon immer Tel Air Nein, es ist so, dass wir in einigen Modellreihen immer die Tel Air auch schon drin hatten. Ja. Wir haben eine Mehrlieferantenstrategie, die wir verwenden, aber wie ich es eben gesagt habe, ist es tatsächlich so, dass wir unsere Produkte ja selber fahren. Das heißt, wir sind Reisemobilisten aus Leidenschaft und haben dann für uns festgestellt, manche Produkte sind für unseren Einsatzzweck einfach weniger geeignet als andere, und dann versuchen wir, das so bestmöglich umzusetzen und das Produkt, was uns dann auch am meisten überzeugt, in den jeweiligen Serien einzusetzen. Deine Größe bitte?
1,88. 1,88, du bist ein großer Mann, du hast jetzt auch noch Schuhe, gut es geht, die sind relativ flach, aber Auto ist geeignet so bis 2 Meter Größe, würde man sagen. Na klar. Wenn ich ein bisschen größer bin, könnt ihr noch was machen oder sind wir hier am Ende von der Höhe? Nee, wir sind am Ende von der Höhe. Man könnte natürlich über die Baldachine noch mal reden, aber ich sage ganz einfach mal so, wenn jemand so groß ist, dann hat er ja in den anderen Autos noch mehr Probleme. Ich denke mal, da sind wir schon ganz gut unterwegs. Die Anfrage, 2,7 Meter, 180 Kilogramm. Ich bin gerade am Suchen für ihn. Es ist gar nicht einfach, aber wir werden es finden. Jetzt kommt eine Besonderheit. Hier ist ein Auto drunter und nicht irgendeins, also kein Cabrio oder irgendwas, sondern ein Mini könnte da reinpassen. Und trotzdem habt ihr es geschafft, dass ich mich nicht fühle wie irgendwie plattgedrückt, ja, was irgendwie kommt. Dann auch das Zimmer, geh ruhig mal rein, Simone, Ja. und beschreib doch mal. Du gehst da richtig rein. Du bist jetzt 1 Meter und 66. 66, also leicht gebückt. Das ist natürlich die Pille, die schlucke ich dann, wenn ich ein Auto drunter habe, oder? Genau, irgendwas ist ja immer, sage ich. Irgendwas ist ja immer, sagt der Markus. Was ist hier vorne? Was kann ich hier machen? Kann ich mich hinsetzen, umkleiden? Also hier ist es eben so, dass wir überlegt haben, wie kann ich das generieren, dass ein wirklich auch längeres Fahrzeug wie der Mini Cooper hier reinpasst, ohne dass ich in irgendeiner Form unsinnigen Platz zum Beispiel hinter dem Wohnraum habe. Ne? Also es gibt ja einige, die einen Fahrradlift oder sowas hinter das Auto packen. Dann kriege ich das Fahrrad aber nur raus, wenn ich das Auto vorher rausfahre. Und auch unser Einsatzzweck ist so, ich benutze das Fahrrad eigentlich immer nur, wenn ich das Auto drin lasse und dann kurz mit dem Fahrrad Brötchen holen fahre oder irgendwas mache. Und wenn ich das Auto draußen habe, dann fahre ich auch mit dem Auto. Das heißt, für uns war wichtig, dass dann eben wir das nach hinten schieben, die Wohnraumqualität hier oder die Wohnqualität durch noch mehr Platz, wie diese Durchgängigkeit, die du gerade bewiesen hast, mit Kamera einfach mal dich hier rein zu. Ich habe beide Hände immer voll. Du hast beide Hände voll, genau. Ja. Du bist hier einfach mal reingegangen, setzt dich da jetzt drauf. Und auch das ist natürlich Komfort, dass du jetzt hier vor dem Bett nochmal eine Ablagefläche hast, wo man auch mal sich draufsetzen kann. Auch diese Form, finde ich, das macht das Ganze edel und ja, man hat trotzdem auch genug Platz, Schränke überall. Ganz ehrlich, du hast ja immer irgendwas, du kommst rein, willst dich umziehen, du kannst dich jetzt hier hinsetzen, kannst dir die Strümpfe anziehen, Ja. du kannst, der Platz ist Gold wert. Und hier, da schläft vielleicht sogar noch einer, ja. Das heißt, du kannst das nutzen. Das ist natürlich nicht benutzbar, da ist das Auto drunter, nehme ich an. Da ist das Auto drunter. Wir können da keine Schublade reinmachen und noch die Strümpfe da rein tun. Aber genial, guck mal hier. Mit wem arbeitet ihr zusammen im Soundbereich? Darf ich das fragen? Ja, das ist die Firma Jenert. Jenert. Die haben sich gemausert. Ich habe ja draußen das Auto von Mercedes-Benz, erst das Rüster Qualität Sprinter, habe ich ja erzählt. Jenert Soundsystem mit drin, die konnten den ganzen Platz beschallen. Man sieht nichts von den Soundsystemen. Ich glaube, das ist der Anspruch. Früher waren ja noch, ich sag mal, Lautsprecher sehr präsent. Das war vielleicht auch gewollt. Und hier hast du Sound ab Werk. Ja, also wir wollen nicht zeigen, dass wir einen Lautsprecher haben, wir wollen, dass es gut klingt. Der Markus, der killt mich. Hast du gehört? Wir wollen zeigen, dass es gut klingt. Echt? Jetzt werden Leute wieder schreien und sagen, Mensch, ich habe hier wieder keinen Platz. Du magst dich mal kurz mal drauflegen, dass wir das mal sehen. Und wenn du mir mal gerade beschreibst, du kannst einfach durchgehen an der Seite. Das geht noch, oder? Das ist gar kein Problem. So, kannst du draufgehen. Und das ist so eine richtige Liegewiese, die du drin hast. Ja, also das wird 2 Meter sein, oder? Das ist eine 2 Meter Matratze, genau. 1,80 breit an der breitesten Stelle, 2 Meter in der Länge. Und dann eben noch diese Stelle davor, sodass man also hier wirklich bequem. Also selbst wenn man wirklich länger ist, kann man ja da noch die Füße drauflegen. Ja, da ist es dann Schränke, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Ich öffne mal hier so einen Schrank, dass wir das mal sehen. Da ist jeder Zentimeter genutzt und ihr fertigt die Möbel selber. Ist das komplett? Das heißt, ihr habt keine Schreinerei, wo ihr die abgebt? Ja, wir haben auch Schreinereien, wo wir Teilkomponenten abgeben. Wir haben also, jeder hat seine Kernkompetenzen. Es gibt bestimmte gerundete Teile, die wir nicht können. Es gibt bestimmte Bereiche, wo halt unsere Fertigung nicht dafür ausgelegt ist, wo wir auch vielleicht geringere Stückzahl haben, sodass sich dort eine eigene Fertigung nicht lohnt. Was wir aber sagen können, ist, dass das alles bei uns aus dem fränkischen Umfeld stammt, von kleinen mittelständischen Unternehmen, die mit uns gerne zusammenarbeiten. Du magst mal hier so eine Schublade für mich öffnen, dass wir einfach mal sehen. Du fährst jetzt rum, kurz zum Setup. Darf ich erfahren, wie viele Leute bei dir in der Family sind? Wir sind zu dritt, wir Ja. fahren aber nur noch zu zweit. Mein Sohn ist 23. 23. Also mein Sohn ist jetzt 10, der fährt noch mit. Das ist ja ein richtiges 2-Personen-Fahrzeug. Ja, vorne mit dem Hubbett. Hast du vorne auch ein Hubbett drin in deinem? In meinem privaten Fahrzeug habe ich kein Hubbett. Kein Hubbett drin. Also das, was du gerade testest hier, der Das hier? hat ein Hubbett. Das hat ein Hubbett drin. Ich brauche es aber nicht. Du brauchst nicht. Du würdest empfehlen, wenn man es nicht braucht, auch nicht zu bestellen? Ist das deine... Da gibt es unterschiedlichste Philosophien. Also es gibt Menschen, die nutzen das dann als, ich sag mal, Gepäckfach für flache Geschichten, für Kissen, für Jacken. Manchmal fährt man zweimal im Jahr mit
Kindern oder Enkeln. Also das muss jeder selber für sich entscheiden. Aber das jetzt zu kaufen wegen dem Wiederverkaufswert, was Leute sagen, da habe ich mehr Optionen später. Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht. Also es gibt, ich glaube, das ist bei uns 50-50 und es gibt den einen, der eben das Hooped weglässt und es gibt den, der das Hooped gerne hat. So, hier haben wir einen Schrank, einen großen. Bitte einmal öffnen, sagen wir so nett. Aber dann wirst du sehen, dass du nichts siehst. Nee. Guck mal, wie lang der ist. Ich mache ihn wieder zu, dann können wir uns wieder unterhalten. Wenn du dann auf die Seite rüber kommst, dann haben wir Also hier tatsächlich ich würde einen großen da- Apotheker. Ich würde da sofort ein Foto von meiner Frau reinmachen, weil das hätte vielleicht noch Platz. Aber wenn du magst, da unten einmal kurz öffnen, Ja. kurz mal reinschauen, dass wir das noch abgefrühstückt haben. Und Ich weiß hinten jetzt gerade noch nicht, wie geht die Tür auf? Muss Das ich ist tatsächlich eine Festblende in dem Fall. Ach so, eine okay. Festblende, die da ist. Ja, es wird hier hinten so flach und schmal Ja, durch ja. diese Schräge, dass es sich da nicht lohnt, was Ja, reinzumachen. alles klar. So, Wir haben hinten. aber ganz viel Stauraum hinten im Fahrzeug nochmal. Wir haben also rechts und links nochmal 2 Schränke, wo wir liegende Kleiderstücke reinpacken können. Oh ja. Optional ist da auch noch eine Stange, dass man da auch was hängen könnte. Also wer das will, nimmt einfach die Fachböden raus. Und dann haben wir nochmal in der Mitte jeweils 2 große. Also ich zeig das mal kurz. Kleiderschränke, Ich kann genau. hier, mein halber Arm ist drin. Der halbe Arm ist drin, sagt sie. Ja, also da geht's ganz schön weit runter. Und das ist gespiegelt auf der anderen Seite. Das ist gespiegelt auf der anderen Seite. Und da unten sind nochmal 2 Schubfächer und oben nochmal eine Klappe. Also oben macht ein Schubfach halt keinen Sinn, weil du nicht mehr reinkommst. Sag mal, wie ist denn der Auftritt, wenn du doch mal auf den Stellplatz fährst oder am Campingplatz? Weil das hier ist ja so ein bisschen wie Porsche, das ist ja deutsche Handwerkskunst. Wollen die Leute mal reinschauen? Haben die Interesse? Also du hast erstmal nach dem Auftritt gefragt. Meist ist es so, dass wir schon natürlich bemerkt werden, aber es ist jetzt nicht so, dass dann alle da angerannt kommen wie auf die Kirmes. Manche wollen mal gucken und wenn sie nett fragen, dürfen sie auch immer. Ne? Also am Ende des Tages ist es so, du kennst das Leben ja auch auf dem Stellplatz. Man steigt aus, man unterhält sich, man trinkt ein Bier zusammen und dann verbringt man auch den einen Abend in dem einen und den anderen Abend in dem anderen Fahrzeug. Das ist ja ganz normal. Sag mal, das Thema Camper-Kompatibilität, ich habe das ja auch erlebt im kleinen Liner, der da ist. Da wird mein Sohn, der wird da schon sehr, sehr interessant angeschaut. Ja, da gibt es die und die Meinung zu. Das hier ist eine eigene Gattung. Das heißt, hiervon fahren ja Tausende und Abertausende Fahrzeuge rum. Das sind Menschen, die oft ein bisschen länger weg sind. Oder ich sag mal, oft am Wochenende. Mein Freund Markus hat auch einen neuen Concorde, ist am Wochenende Fotograf, hat vorher nie Zeit gehabt, macht kurze Urlaube, 2-3 Tage, ist aber auch mal 4, 6, 8 Wochen unterwegs. Die nutzen die sehr intensiv, auch im Winter. Ja, wir sind auch Wintercamper. Also das ist eben genau das, was du gesagt hast. Wir haben also Kunden, die sind sehr, sehr lange unterwegs, weil sie das können, weil sie vielleicht auch aus dem Fahrzeug heraus arbeiten können. Gerade durch Homeoffice haben wir da natürlich auch einen unglaublichen Boom nochmal in diese Richtung bekommen, dass auch man die Arbeitsleistung tatsächlich auch am Strand verbringen kann. Ich kann das aus dem operativen Geschäft nicht. Ich bin also täglich im Geschäft. Habe aber da natürlich genau diese Bedarfe, am Wochenende schnell loszufahren. Denn oftmals ist es so, da fällt dir Freitagnachmittag ein Termin aus und du hast auf einmal 2-3 Stunden mehr Zeit, als du gedacht hast. Dann kannst du dir nicht mehr irgendwo was buchen oder irgendwo hinfahren und dann setzt du dich in dein gepacktes Reisemobil und fährst los. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen jetzt über diesen Schrank. Du hast mir so die Nase lang gemacht. Ist da unten noch ein Fach drin? Da ist auch noch ein kleines Fach drin. Also wie du es ja eben gesagt hast, jeder Zentimeter ist ausgenutzt und das ist jetzt irgendwie fest. Ja, das Fahrzeug ist mal wieder, das hast du mir gesagt, ich glaube 2 Tage vor der Messe fertig geworden. Dann ist die Messe selbst im Luxusliner-Bereich immer ein Härtetest, muss man schon sagen. Denn die Leute hatten ja keine Einweisung, die das hier bedienen teilweise. Und auch die Händler, für die sind die Fahrzeuge neu. Trotzdem, sie kommen einigermaßen unbeschadet über die Messe, oder? Ja, wir achten natürlich darauf, dass wir hier nur mit Standpersonal reingehen und erklären dann lieber einmal mehr, wie es aufgeht, so wie diesen Schrank. Sag mal, man könnte doch diese Öffnung hier, hat einer dich schon mal gefragt, ob man das vielleicht mit einem Magnetverschluss machen könnte oder mit einem RFID über eine, ich sag mal, dass das hier ein Geheimfach wird? Ja, ich glaube, man würde schon erkennen, dass es ein Fach ist. Und ich bin kein Freund von Geheimfächern, beziehungsweise von irgendwelchen Schlössern, die man nicht sieht oder mit bewusstem Schließen dran. Weil wenn jetzt tatsächlich mal jemand reinkommen sollte, und das ist bei dem Fahrzeug oder in unserer Klasse tatsächlich sehr, sehr selten, weil so ein Dieb, habe ich zumindest mal von der Polizei so gelernt, der sucht einfache und schnelle Möglichkeiten. Schnell rein, raus. Genau, schnell rein, raus, 50 Euro in jedem Auto, lieber 10 Autos als bei einem 500 Euro suchen, ist tatsächlich da das Motto. Und die nehmen sich Fahrzeuge, wo sie wissen, wie man rein und rauskommt. Und das ist jetzt leider, und das ist schade für diese Fahrzeugklasse im Campingbereich, die nehmen sich Kastenwägen und Lieferwägen. Da können sie schön üben
Ja gut, da gibt es auch Anleitungen im Internet, ja, wie die Genau, mit dem Schraubendreher. Und dann wissen Sie, wie es geht, wie es leise geht, wie es schnell geht, wie es geräuschlos geht. Und hier müsste man ja viel zu viel wissen. Und dafür, dass so wenig Fahrzeuge dann da rumfahren und jetzt Alarmanlage drin, Echtglasfenster. irgendwo zu warten, bis ein Concorde kommt, weil man sich auf den spezialisiert hat, ist, glaube ich, dann nicht... Macht keinen Spaß. Also auch wenn ich die Typen nicht leiden kann, das wäre kein gutes Geschäftsmodell. Ne? Sehr schön. Mach bitte nochmal zu und zeig mir doch mal die Trennwand. Da ist eine Trennwand, die allein ist immer ein Hingucker, denn das ist immer wie so ein Zauberer irgendwie, der aus dem Hut immer irgend so ein Kaninchen zaubert. Die ist tatsächlich gebogen und die muss ja nun extremst genau gefertigt sein. Die wird genau gefertigt und das wird alles bei uns auf Maß gefertigt, sodass das im Grunde genommen auch alles 3D und beziehungsweise CAD gezeichnet, sodass wir also so ein Teil auch reproduzieren und nachbestellen können. Bitte Hier mal öffnen. Da. Denn die Leute wollen immer Kleiderschränke sehen und das ist ja extrem üppig. Diese Lösung da mit dem Slide-Out-Kleiderschrank, die finde ich schon sehr pfiffig, oder? Ja, das war die Idee, da tatsächlich jeden Zentimeter auszunutzen. Dusche, wir haben es eben schon gezeigt, da habt ihr ganz bestimmte Teile gefertigt. Ist das eine Eigenentwicklung hier mit dem Verschluss? Das haben wir lange auf dem Markt gesucht, bis wir da was gefunden haben und einen Hersteller, der uns das dann genauso baut, ja. Es ist so simpel, zeig mal bitte. Also das ist jetzt offen. Das ist jetzt offen, man kann die Türe öffnen, man benutzt das Reisemobil und freut sich, dass es im Grunde genommen wie zu Hause funktioniert. Und wenn man jetzt unterwegs ist oder beziehungsweise das Fahrzeug bewegen möchte, dann drückt man hier runter, dann ist es abgeschlossen und das ist mit einem Klick ich mag den Sound, wenn es runtergeht. Mach gerade nochmal bitte. Das ist so, da hat man so richtig... Und es fällt auch runter, es kann auch nicht hochfallen. Das heißt, also wenn es gelockt ist, ist gelockt. Genau, es kann nicht hochfallen. Es geht natürlich trotzdem so schwer, dass es nicht einfach so runterfällt, weil das, was wir natürlich auch nicht wollen, ist, dass man in der Dusche steht, dass irgendwie unangenehm runterkommt und dann würde man zwar noch rankommen, aber es ist ja trotzdem erstmal der erste Moment, wo man sich wundern würde, was ist denn hier los? So, bitte also einmal. Ich finde das Bad so schön, muss ich wirklich mal sagen, mit dieser Marmoroptik. Es wirkt so edel, es wirkt wie in so einer Villa, obwohl man jetzt hier auf einem fahrenden Haus ist. Das ist gemein, dass die meisten sagen, so ein schönes Bett habe ich nicht zu Hause, so ein schönes Bad habe ich nicht zu Hause. Warum? Kann ich dir ehrlich sagen, kein Mensch oder wenige Personen lassen sich von einem Designer ein ganzes, ich sag mal, ein ganzes Objekt von vorne bis hinten perfekt einrichten. Das ist ja hier abgestimmt von vorne bis hinten. Also das hast du normalerweise nicht zu Hause. Ja, du sagst, das habe ich auch nicht. Ja. Hast du auch nicht? Habe ich auch. Ich auch nicht. Es ist, du kommst hier rein und die Leute, die freuen sich einen Ast, wenn die dann wahrscheinlich am Wochenende wieder hier reingehen, dann, ich sag mal, die Klimaanlage anmachen, das benutzen und so weiter. Ist das eigentlich das, was man sich eigentlich zu Hause überhaupt nicht leisten könnte? Weil so eine Designerwohnung in einer Größe von 200, 300 Quadratmeter mit den Möbeln, mit denen, da wären wir in den Millionen, wären wir da. Sicher, ja. Kommt natürlich ein bisschen auf die Gegend an, ja. Und jetzt kommt es noch besser. Weißt du, was ein Kreuzfahrtschiff oder ein kleines, nee, nicht ein Kreuzfahrtschiff, ein Schiff, eine Yacht kosten würde mit der Einrichtung? Schätz mal. Boah, das ist 5-fache, oder? Locker. Also ich schätze mal so zwischen 4 und 5 Millionen Euro. Ja. Also im Yachtbereich komischerweise da, gut, da haben wir nicht die Stückzahlen wie hier, aber das hier ist ja eine Yacht auf Jädern und die hat eine Einrichtung wie eine Yacht. Und du musst nicht klettern wie eine Yacht. Also wenn du guckst teilweise und dann die Leute sagen, oh, da hinten ist ja jetzt ein Auto drunter, da habe ich ja nicht so viel Kopffreiheit, geht doch mal ein Boot rein. Ja, also da, ich sag mal, finden die Leute es cool, wenn sie in die letzten Winkel reinklettern können. Und hier hast du Zugänglichkeit, du hast eine einigermaßen ebene Fläche, komplett von vorn nach hinten, was gerade, wenn du mit dem Rollstuhl mal drin bist, dann ist es auch einfacher. Und du kannst dich auch drehen mit dem Rollstuhl, das ist auch wichtig. Ja. Also tatsächlich, weil du es jetzt ansprichst, Rollstuhl, wir haben einen Partner, bei dem wir auch uns darum kümmern, dass eben Personen mit Handicap hier optimal ins Fahrzeug reinkommen und das dann vielleicht sogar auch wieder fahren können. So, Kleiderschrank, es reißt einfach nicht ab, Markus. Und wir sind doch gleich durch, weil du immer sagst, Mensch, dreh doch keine 2 Stunden, wir sind bei 33 Minuten. Und ich würde dich bitten, es gibt so viel hier zu gucken. Die Leute sind so scharf, dieses Auto zu sehen. Das muss man wirklich sagen, weil ihr habt euch so viel Details überlegt, wie man auf 10,90 Meter eigentlich einen Eindruck entstehen lässt, als wäre das Ding 12 Meter lang, oder? Ja, danke. Das ist also tatsächlich so. Wir haben versucht, jeden Zentimeter hier auszunutzen. Wir haben es versucht, so zu designen, dass man das nicht sieht. Wir hatten es eben, glaube ich, im Charisma, als wir da mal drauf geguckt haben, schon so, dass du nicht sagen immer auf der falschen Seite. Es ist so. Das ist jetzt ein Apotheker. Normal. 2 Apotheker, oder? 2 Apotheker in dem Fall, genau. Die auch. Ich finde die ja so gut, die Schränke. Da kommst dann alles dran. Also ich liebe die auch daheim. Haben die zusätzlich noch eine entsprechende Sicherung, wenn es mal hart hergeht? Oder langt das? Nein, das ist mit dem Pushlock super gelöst. So, und dann der Kühlschrank, Dometic Tower.
Das ist jetzt witzigerweise ein AES sogar, habe ich gesehen. Und ich bin ja großer Fan von AES, weil die Kompressoren einfach laut sind. Also es ist so, der AES, den hörst du gar nicht und er kühlt. Also ich mag auch den normalen Gaskühlschrank. Es gibt natürlich die harten Einsatzzwecke, wenn man sagt, ich stehe da bei 35, 40 Grad immer in Spanien in der Sonne, dann ist ein Kompressorkühlschrank natürlich einen technischen Vorteil. Achso, hier oben. Da. Aber der normale Gaskühlschrank hat den Vorteil, dass er einfach eine höhere Autarkie hat oder ich weniger Strom brauche. Induktion, dann hier ist ein Feld drin. Unten drunter ist eine Spülmaschine in dem? Unten drunter haben wir eine Spülmaschine, ja. Wie ist die zu öffnen? Einfach ziehen? Einfach ziehen. Ja. Eine Peitel. Sehr schön. Also der Vorteil bei der ist, die kannst du während der Fahrt benutzen. Und ich glaube, der Verbrauch an Wasser, das ist, glaube ich, mit Handspülen nicht so Der Verbrauch ist tatsächlich geringer, als wenn man mit Hand spülen würde. Ja. Das habe ich am Anfang auch nicht glauben wollen, aber... Auch hier wieder so ein Apotheker. Mega. Da muss ich halt nicht hier so reinkrabbeln und hier das letzte Gewürz rauskramen, sondern ich komme halt echt super dran. Was ich auch so schön finde, das ist natürlich in jeder Designerküche hast du hier so einen Elektroblock, den du einfach rausfahren lässt. Ja, warum nicht? Ich meine, hier kann man es halt machen, hier hat man genug Platz. Es geht ja auch um Gewicht. Ich meine, ihr könnt ja bei ganz vielen Sachen das nicht realisieren beim Charisma, weil ihr habt da eine Tonne Zuladung, hier haben wir 5 Tonnen. Eine Tonne ist ja schon sensationell. Eben den wir gefilmt haben, hat 1100 Kilo Zuladung bei 7,5 Tonnen und Vollausstattung. Das ist schon sehr gut und da machen wir uns eben auch sehr viel Gedanken, um das hinzubekommen. Aber du hast recht, hier in der Klasse spielt natürlich Gewicht oder Leergewicht keine so große Rolle mehr, weil wir über diese LKW-Basis natürlich viel höhere Reserven haben. Was das total krass ist, mir haben Leute erzählt, es spielt von Spritverbrauch kaum eine Rolle, ob das Auto drin ist oder nicht. Ja, gar keine. Gar keine. Das ist eher der Luftwiderstandswert, das, was mehr interessiert hier. Also ich habe einen Toyota Hilux, der fährt aktuell mit Anhänger 14 Liter. Ich muss ja sagen, weil du fährst ja mit dem Teil auch mal 100 und hier sind wir mit 17 unterwegs. Also das ist wirklich richtig toll. Und wenn du überlegst, ja, das Reisemobil, du hast keine Anfahrt zum Flughafen. Du hast überhaupt... Ich meine, du weißt ja selber, was ein Flug kostet an Sprit und allem drum und dran. Die Diskussion, oft stehen die ja sehr lange. Ist ja auch eine Geschichte. Viele haben ja deutlich unter 100.000 Kilometer nach 10 Jahren drauf. Überleg mal, da ist der Actros total gelangweilt, oder? Der ist da total gelangweilt, ja. Also ich bin total geflecht. Wenn du dich mal einmal kurz hinsetzt, bitte, auf dem Fahrersitz nochmal. Auf dem Fahrersitz und die Simone vielleicht nochmal bitte kurz. Ja, ich brauche ein Startfoto nochmal, dass wir das haben, weil der Innenraum, der ist wirklich so toll. Und da sind wir. Wir schreiben den Caravan-Salon 2022, sind zusammen mit dem Geschäftsführer der Concord Reisemobile GmbH zusammen. Markus, ganz ehrlich, Hut ab, echte Ingenieursleistung und viele fahren Porsche gerne, weil sie eben die Technik lieben. Und ich glaube, hier ist es nicht das Bling-Bling, es ist alles. Es ist das Design, ihr habt ein Ensemble hier geschaffen, aus Design, aus Technik, aus Langlebigkeit, aus allem. Und ich kann mir vorstellen, dass Leute sich das wirklich gönnen, oder? Ja, dafür haben wir es gebaut. Dafür ist es gebaut. Was denkst du, was ändert sich jetzt nach dem Preis, den ihr gewonnen habt? Meinst du, es ändert sich für die Kunden was, es ändert sich für euch was? Du musst erzählen, die haben einen Preis gewonnen, das wissen die noch nicht, die das Video Ach ja, das haben wir ja im letzten Video. Ich will aber jetzt nichts Falsches sagen. Das goldene Reisemobil, richtig? Goldene Reisemobil, ja. Erster Platz. Erster Platz, genau, in der Kategorie Liner. Ja, also was denkst du, was macht es irgendwie einen Unterschied jetzt für euch als Firma? Es macht uns erstmal stolz und Natürlich. Wir sind geehrt, dass wir diesen Publikumspreis gestern gewonnen haben. Mhm. Genau, da sind wir wirklich froh drüber, weil es eben kein Preis einer Fachjury ist, die sich da an der hinterletzten Stellschraube irgendwas überlegt haben, sondern tatsächlich das Publikum eben hier entschieden hat über eine Wahl. Für uns ändert sich insofern, glaube ich, nichts, dass viele unserer Kunden uns das ja wiedergespiegelt haben und wir damit jetzt im Grunde genommen nur die Bestätigung bekommen haben, dass wir da einen guten Job gemacht haben. Wir bauen ja nur 400 Fahrzeuge im Jahr. Und wir haben jetzt auch da keine Ambitionen gehabt, die letzten Jahre uns irgendwie bloß, weil wir ein paar mehr verkaufen hätten können, uns zu verdoppeln oder so etwas, weil wir eben gesagt haben, unseren Standard, was auch die Mannschaft im Werk angeht und was auch die Qualität angeht, wollen wir behalten und uns eher da subtil in die richtige Richtung weiterentwickeln. Das heißt, wir haben auch neue Hallen gebaut und wir haben uns auch vergrößert, aber eher um eben
so etwas wie das hier zu generieren, um eine Varianz zu generieren, um uns an neue Assistenzsysteme anzupassen und da sauber zu arbeiten und nicht um einfach die Ausbringung zu verdoppeln. Ja. Also das heißt, euer Ziel ist eher nicht die Quantität zu erhöhen, sondern die Qualität noch stabiler zu machen, noch besser zu machen und dann halt natürlich hoffentlich nochmal so einen Preis zu bekommen oder wie auch immer die Kunden einfach zufriedenzustellen. Also es ist kein Preis, wo ihr irgendwie 5.000 Euro überwiesen habt und das ist wirklich ein Leserpreis, also die Leute haben das gewählt. Last but not least vielleicht noch einen Tag zum Thema Marke und Wiederverkaufswert. Ja. Ihr seid lange auf dem Markt, Fahrzeuge, selbst uralte Concorde, ich meine, wir waren ja um Treffen zusammen, da haben wir echte tolle Fahrzeuge gesehen, die lange da sind. Viele haben das Interieur bereits schon gewechselt, weil sich das lohnt sogar. Ich sag mal, das ist ja auch ein mega Thema. Das heißt, also ist klar keine Wertanlage, der wird an Wert verlieren irgendwann mal. Aber du kriegst richtig viel Geld. Und selbst wenn man sich mal verkauft hat und sagt dann, hey, ich will eins haben ohne Hubbett, also ruhig melden bei euch, oder? Ja klar, also das ist eben das Schöne daran. Wir haben im Moment eine sehr, sehr gute Marktsituation, wo wir die Fahrzeuge auch im Gebrauchtmarkt sehr gut verkaufen können. Also wenn sich da tatsächlich einer verkauft hat und das Hubbett nicht mehr möchte und einen ohne Hubbett möchte, dann wird da unser Handelspartner oder unsere Handelspartner eine Lösung finden. Aber auch dadurch, dass wir eben 40 Jahre auf dem Markt sind und sich das rumgesprochen hat oder etabliert hat, dass wir dort eine gute Qualität abliefern, ist es eben so, dass unsere Fahrzeuge, wenn man es vergleicht mit anderen, eben über die Jahre nicht so viel an Wert verlieren wie manches andere. Und wenn man die Kunden dann fragt, ja, warum kaufst du dir denn nicht den, der vielleicht ein paar Euro günstiger ist, ja, weil er sein Geld wert ist. Vielen, vielen Dank. Simone, Fazit? Sehr edel, größer als gedacht. Ja. Toll. Also, wenn Sie noch 682.000 und 820 übrig haben, jetzt ist ja noch viel schlimmer. Die Lieferzeit hier ist nicht so, dass man den, ich sag mal, im nächsten Jahr im April kriegt. Ich glaube, wir liegen bei über 2 Jahren. Kann das sein? Ja, wir schaffen es schon, eben, wie ich es eingangs gesagt habe, durch diese Vororder, die wir bei Mercedes platziert haben und diesen Verzug von einem Jahr. Wir haben also letztes Jahr das Fahrzeug hätten wir vorstellen können. Wir haben es nicht getan, weil wir wussten, dass wir keine bekommen. Das hätten wir irgendwie merkwürdig empfunden, dass wir da was zeigen, Verträge schreiben und nicht liefern können. Und ja, jetzt ist es so, dass wir, also das kommt ein bisschen auf den Handelspartner an. Ich weiß jetzt gar nicht. Also was der vorgeordert hat bei euch. Genau, was der vorgeordert hat und ob er sie schon verkauft hat. Aber wir sind ungefähr bei einem Jahr. Einem Jahr? Okay, das ist ja mal ein Wort. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal zusammen mit Markus Engelhardt und ja, mir hat es gefallen. Sie können ja gerne einen Kommentar da lassen. Und ganz wichtig ist, Simone, Markus, kannst du mir einen Gefallen machen? Guck mal in die Kamera und sag mal, bitte abonniert German Television. Bitte abonniert German Television. Dankeschön. Tschüss.